In diesem Video geht es für uns nicht auf dem Landweg, sondern auf dem Seeweg weiter in Richtung Süden. Wir starten auf eine Tour in die Antarktis und nehmen euch mit über die Drake-Passage bis hin zu den South Shetland Islands, wo wir per Zodiac, Landgang und sogar per Kajak die Schönheit dieses besonderen Ortes erleben dürfen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Been feeling like every day's a vacation, like we're on an ultimate getaway. Been talking about it, but now we made it. Oh, so let's take it slow. Guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ist der Tag, an dem wir in die Antarktis fahren. Und ja, es ist 8 Uhr morgens, wir sind auf dem Weg nach Ushuaia, von unserem Stellplatz aus dem Tierra del Fuego Nationalpark aus. Denn ab 9 Uhr ist in Ushuaia die Gepäckabgabe, was der erste Schritt in Richtung Schiff ist. Genau, da fahren wir jetzt hin. My father will put the chapters in your luggage. Unser Schiff ist da. Das Blaue da hinten. Bevor es für uns jedoch aufs Schiff geht, bringen wir unseren Camper noch zu einem überwachten Parkplatz, der uns von der Agentur, über die wir gebucht haben, zur Verfügung gestellt wird. Und dann geht es erstmal zum Bus, der uns vorschriftsgemäß direkt vors Schiff bringt. Die Ocean Albatros wurde übrigens speziell für Reisen in die Polarregion gebaut. Die Eisklasse 1A, der markante Bug als sogenannter X-Bow sowie ausfahrbare Stabilisatoren machen das Schiff auch für die rauen Bedingungen der Antarktis geeignet und lassen sie besser durch die Wellen das Eis gleiten. Mit 104 Metern Länge bietet sie Platz für bis zu 190 Passagiere. Statt riesiger Kreuzfahrtatmosphäre geht es hier also eher ums Entdecken. Und so werden wir direkt nach Besteigen des Schiffs auch direkt mit unseren Expeditionsparkern eingekleidet, die wir im Anschluss an die Reise behalten dürfen. Wir sind auf unserem Zimmer angekommen und wir hatten eigentlich eine French Balcony Kabine gebucht, wurden aber abgegradet auf ein Balcony Room. Ist jetzt nicht mehr Privatbalkon, sondern irgendwie eher so mit einem durchgängigen Balkon, der so mit so ein paar Balken abgeteilt ist. Aber ist trotzdem mega schön. Wir haben halt jetzt die Möglichkeit rauszugehen, haben bodentiefe Fenster und das Zimmer an sich ist ja auch mega schön. Ja, von daher hier werden wir uns ganz wohl fühlen. Nach dem Beziehen der Zimmer steht das erste Willkommen an und wir starten mit den Sicherheitsunterweisungen und Vorträgen, die uns hier in der sogenannten Lecture Hall über die Tour hinweg noch vielfach erwarten werden. This is the wave height. Yeah, how tall the waves are. So far it looks good. It might change, but so far looks good. Yeah, so this is tomorrow at midday. So, Emergency Alarm, wir müssen üben. Deshalb müssen wir jetzt warme Sachen anziehen und die Rettungswesten mitnehmen, oben zu treffen. In eine Schwimmweste. Wir haben auch 3 übrigens. Wenn noch einer mitkommt. Kann man los. Jacket in front of you with all strings hanging freely. Während wir an Deck warten, legt neben uns ein anderes Expeditionsschiff ab, was ihr vielleicht inzwischen aus den Nachrichten kennt. Die Hondius, leider durch das Hunter-Virus bekannt geworden, ist jedoch auch ein tolles Expeditionsschiff, mit dem Bekannte von uns noch kurz vorher eine wunderbare Tour in die Antarktis gemacht haben. Wir verlassen den Hafen, beziehungsweise sind erstmal abgedockt. Die Evakuierungsübung ist vorbei und wir legen ab. Und schon 50 Meter entfernt. Da hinten fährt das Boot, was gerade ein paar Minuten vor uns abgelegt hat. Da geht's für uns dann jetzt auch hin.
Wir verlassen also Ushuaia und durchqueren zunächst den Beagle-Kanal, bevor uns morgen die berüchtigte Drake-Passage erwarten wird. Die erste Nacht ist vorbei und ja, pünktlich zum ins Bett gehen hat es richtig angefangen zu schaukeln. Also die Wellen sind ja nur 2 bis 3 Meter hoch, aber das Boot wackelt schon ordentlich. Also beim Laufen muss man schon aufpassen, dass man nicht gegen die Wand stößt. Aber uns geht's gut und das heißt, wir gehen gleich zum Frühstück. Da ist tatsächlich sowas wie Sonnenaufgang. Jetzt wackelt's nicht, schade. Da wir den ganzen Tag auf dem offenen Meer verbringen, ist der Tag neben den Mahlzeiten vor allem von Vorträgen und weiteren Unterweisungen gefüllt. Unsere Kleidung wurde gerade schon gecheckt, ob irgendwelche Samen oder so drin sind, die natürlich nicht in die Antarktis sollen. Und jetzt gehen wir zum ersten Mal in den Mudroom und dann haben wir unsere wasserdichten Schuhe. Die Drake-Passage, berühmt und berüchtigt, da hier der Atlantik und Pazifik aufeinandertreffen und mit ihnen gewaltige Strömungen und Winde. Während man hier gerne mal den Drake Shake erlebt, der bei meterhohen Wellen alles zum Wackeln bringt, haben wir einen sogenannten Drake Lake erwischt, also fast schon ruhige See, sodass wir auch entspannt am Captain's Cocktail am Abend teilnehmen können. My name is Johan Barnekorn. I'm from Sweden. Das Abendessen. Jeden Abend dürfen wir uns ein 4-Gänge-Menü auswählen. Und da der Chefkoch zufälligerweise auch noch Deutscher ist, bekommen wir von ihm persönlich auch noch die besten Empfehlungen. So viel sei verraten, es ist unglaublich lecker und verhungern werden wir die nächsten Tage auf gar keinen Fall. Wir hatten die zweite Nacht in der Drake-Passage. Es war heute nochmal um einiges wackeliger, die Nacht, aber wir haben es beide gut überstanden. Und tatsächlich haben wir jetzt gerade blauen Himmel, die Sonne geht hinter mir auf. Und gestern kam dann noch die Ankündigung, dass wir früher in der Antarktis sind als geplant. Das heißt, heute um 14:30 Uhr werden wir das erste Mal ins Zodiac steigen und dann direkt an Land gehen. Wir sind richtig gespannt. So, wir haben jetzt kurz nach Mittag und sehen hier schon das schöne Umfeld. Das heißt, wir sind jetzt angekommen in den South Shetland Islands. Und für uns geht es jetzt gleich als erstes schon auf die Kajak-Tour. Dafür haben wir uns heute Morgen registriert, dann wird das hier ausgelost und wir sind tatsächlich in Gruppe 1 von 6 Gruppen. Genau, das heißt, für uns geht es heute Nachmittag jetzt gleich in einer Dreiviertelstunde schon los. Wir sind auf dem Weg zum Mudroom und dann geht's gleich ins Zodiac und dann geht's Kajaken. Aber vorher noch ein Dry Suit anziehen, damit nicht zu nass ist.
sind auf dem Wasser. Paddeln jetzt in der Antarktis. Wir sind gespannt. Wind kommt von hinter uns gerade. Und mal schauen, wo wir hinpaddeln. Wir haben auf jeden Fall schon Pinguine gesehen, die hier rumgesprungen sind. So, mal schauen, dass wir die gleich auch nochmal nah sehen. Übers Boot springen wir nicht schlecht, oder? Was sagst du? Das wäre der Hammer. Also hier gibt es schon einiges. Richtig schön. Hallo. Hallo. Wir sind uns durchgetaucht. Ehrlich? Hallo. Oh ja, der taucht auch unter uns durch. Ganz viele. Oh ja. Das ist echt richtig schön hier. Es ist auch richtig schön, dass wir nicht so viele Boote sind. Es sind ja nur 10 Leute, 5 Boote. Weil das Level ist doch sehr unterschiedlich. Ein Pärchen noch nie gepaddelt, das ist sehr schwer. Demnach ist es natürlich ein bisschen langsamer, aber der Kyle, unser Guide, der erklärt auch nicht viel. Das ist wirklich schön. Das ist natürlich, wenn wir vorne weg sind, kriegen wir das noch ganz viel mit. Oh, da spricht gerade ein Pinguin vor uns. My favorite sounds of Antarctica is the crackling. Ja. That's the air bubbles leaving the ice. Nahrungsfuhr sind war auf jeden Fall sehr cool. Und jetzt geht's um Zodiac zurück. Erstmal vorsteigen. Schön.
Wir sind wieder da von der Kajaktour. Das war wirklich sehr, sehr schön. Vor allen Dingen die Pinguine, die direkt vorm Boot gesprungen sind, die unterm Boot durchgetaucht sind. Das war richtig toll. Wir hatten ja noch gehofft, dass wir auch Wale sehen aus dem Kajak. Die waren zu weit weg. Da waren die Zodiacs, sind da hingefahren. Für uns war das zu weit weg. Hat an diesem Spot nicht gepasst. Vielleicht für eine der nächsten Gruppen, dass die mit Walen paddeln. Aber auch so war es total schön. Und jetzt sind wir wieder auf dem Zimmer. Haben gerade noch einen warmen Tee bekommen und ein warmes Handtuch für die Hände. Und können jetzt noch so ein bisschen den Blick aus unserem Balkon auf die schöne Umgebung genießen. Man sieht es gar nicht so richtig, weil es hell ist, weil das Wetter richtig schön ist. Von daher sieht echt schön aus hier. Und dann ging es mal wieder zum Abendessen. Zu unserem Stammplatz mit dieser wunderschönen Aussicht, dem super leckeren Menü und einem unglaublich netten und zuvorkommenden Service. Guten Morgen, wir sind über Nacht wieder ein Stückchen gefahren. Es war ganz schön wackelig wieder, aber wir sind gut angekommen und sind jetzt bei Michelson Harbour. Und später geht es dann einmal mit dem Zodiac an Land. Das ist dann unser erster Landgang. Die Zodiacs werden zu Wasser gelassen. Das scheint eine kleine Forschungsstation zu sein. Da wird es wohl für uns hingehen. Die ersten sind schon auf dem Wasser. Das ist in der Regel der Fotokurs. Oder die Guides. Ja, wahrscheinlich sogar die Guides. Und danach kommt der Fotokurs. Der ist nämlich immer als zweites dann sozusagen, als erste richtige Gruppe unterwegs. Die Guides werden jetzt mal den Weg abstecken. Wo da lang geht, wo man lang gehen darf. Nach den Guides und dem Fotokurs Zodiac starten die Kajakfahrer. Heute sind Julia und Markus mit dabei. Und dann geht es irgendwann auch für uns los. Man ist Gruppen zugeordnet, die nach und nach aufgerufen werden. Alles ist wirklich gut organisiert und läuft reibungslos. Big Mom. Oh ja, ich sehe Markus. Wir sind jetzt gerade auf unserem ersten Landgang. Wir sind auf Michelson Harbour. Das ist noch eine Insel vorgelagert vor der antarktischen Insel, also Antarctic Peninsula. Ja, es schneit, es ist auch ziemlich grau, aber das Eis und der Schnee hellen es ja schon ein bisschen auf. Und hier sind auf jeden Fall ganz viele Pinguine und auch ein paar Seals. Also wir laufen jetzt hier mal einen Circle drumherum, haben eine Stunde Zeit und dann geht's zurück. Hier sieht es so aus, als würden die Pinguine gerade ihr Fell wechseln. Das ist wohl ein sehr energieintensiver Prozess. Deswegen bewegen sie sich eigentlich auch nicht. Keine Ahnung, wie ist die Lage? Da hinten steht unser Schiff. Und die Pinguine spazieren schön davor. Und da hinten kommt auch schon wieder ein Zodiac angefahren. Da liegen 2 Seals vorm Schiff. Da oben auf dem Berg läuft einer. Oben auf den Hügeln, also wie zum Beispiel da sieht man immer die meisten Pinguine. Also hier ist ja noch relativ flach, aber gestern waren wir ja um eine Insel drumherum, wo es auch höhere Berge noch gab oder Hügel. Und die gehen immer dahin, weil da zuerst schneefrei ist und dann können sie ihre Nester bauen. Das heißt, sie können zuerst ihr Nest bauen, aber müssen dann immer ultra weit zum Wasser laufen, um Fisch zu fangen. Hier liegt übrigens nur noch wenig Schnee, da wir ja bereits zum Ende der Saison sind. Wir sind tatsächlich eines der letzten Schiffe
und der nächste Winter schon wieder in den Startlöchern steht. Die Pinguine, die auf Mickelson Harbour zu Hause sind Gentoo-Pinguine. Die Art, die wir gestern auch beim Kajaken gesehen haben und die zu dieser Zeit hier auch noch am verbreitetsten ist. Falls ihr sie nicht erkennt, das ist Jessie. Viele Pinguine sind aufgrund des bevorstehenden Wintereinbruchs schon wieder auf dem Weg in Richtung Norden. Aber aus unserer Sicht gibt es hier immer noch mehr als genug dieser wunderbaren Tiere zu beobachten. Unser Fotomotiv läuft weg. Es geht jetzt wieder zurück. Vorher müssen wir dann mit dem Gerät, was im Wasser ist, noch unsere Schule. Insgesamt wird bei der Tour extrem viel Wert auf Sauberkeit gelegt. Alles wird penibel gereinigt und desinfiziert und nichts außer überprüfter Oberkleidung, Taschen und Kameras darf mitgenommen werden, geschweige denn den Boden berühren. Es liegt also eine hohe Priorität darauf, diese Lebensräume hier zu schützen und das strahlt auch jeder Guide aus, der hier mit uns unterwegs ist. Alle zu schnell eingestiegen. Alle zusammen heute? Ja. Oh, ich dachte mal, du denkst schon die First. Ja, ich bin doch voll dabei. Über Mittag sind wir dann ein ganzes Stück weitergefahren, sodass wir am Nachmittag hier bei Bridal Cove auf eine Zodiac-Tour starten. Mit jedem Zodiac ist ein erfahrener Guide unterwegs, der sich mit der Antarktis gut auskennt. Manche sind noch ganz besonders ausgewiesene Experten in Wal- oder Vogelkunde, Geologen oder Robbenforscher und so lernen wir bei jeder Tour etwas über die Tiere, die Umgebung oder das Eis. Während zum Ende der Saison weniger Pinguine unterwegs sind, sieht man deutlich mehr Wale. Vor allem Buckelwale kehren in die antarktischen Gewässer zurück, um sich an den riesigen Krillvorkommen, was die Nahrungsgrundlage nicht nur für Wale, sondern auch Robben, Pinguine und weitere Tierarten hier bildet, satt zu fressen. Sie füllen in diesen nährstoffreichen Gewässern ihre Energiereserven auf und kehren später in die wärmeren Gewässer zurück, um sich zu paaren und ihre Jungen zur Welt zu bringen. Da hinten an der Eisscholle ist jetzt der eine. Hier sehen wir das erste Mal Chinstrap-Pinguine, die weiße Gesichter mit einem schwarzen Streifen am Kinn haben. Auf dieser Aufnahme sieht man sie sogar direkt im Vergleich zu den Gentoo-Pinguinen.
Bon appetit, exactly. Who wants a whiskey? I wanna. Where's the cocktail? Let me find my glove before I lose those. As I mentioned earlier, so this could be really old ice. You can see there's no bubbles in it. Viel vom Eis in der Antarktis ist einjährig, da das Meer jedes Jahr aufs Neue zufriert. Das junge einjährige Meereis ist vergleichsweise dünn und enthält noch viele eingeschlossene Luft- und Salzporen. Übersteht das Eis mehrere Winter, wird es durch den zunehmenden Druck immer dichter. Die Luftblasen werden zusammengedrückt, Poren schließen sich und ein Teil der Luft entweicht. Dadurch entsteht besonders kompaktes, klares Eis. Flotte. Damit geht unsere Zodiac-Tour zu Ende und auch dieses Video. Unsere Zeit in der Antarktis allerdings noch keineswegs. Im nächsten Video erreichen wir das Festland der antarktischen Insel, springen ins eisige Polarmeer und haben noch ein paar Tierbegegnungen, die wir uns nicht erträumt hätten. Wenn ihr mögt, seid also auch gerne in der nächsten Woche wieder mit dabei. Und bis dahin sagen wir Danke für all euren Support. Ob per Like, Kommentar, Abo, Mitgliedschaft oder Spende in unsere Dieselkasse. Das bedeutet uns viel. Also dann, bis nächste Woche!